Hallo und herzlich willkommen bei FlixCheck, dem KI-gestützten Tool zur Digitalisierung Ihrer Kundenkommunikation. Mein Name ist Tim und ich habe Ihnen heute Fragen aus dem Support mitgebracht. Ich werde Ihnen heute 4 Fragen, die vermehrt bei uns im Support zum Thema PDF-Editor ankommen, beantworten. Das Ganze wären einmal, wie kann ich einen Check mit Unterschrift erstellen? Wo finde ich den PDF-Editor? Wie lade ich eine Datei hoch und versehe diese mit einer Unterschrift? Und wie kann ich mehrere Unterschriftsempfänger an einem Dokument definieren? Ich würde sagen, verlieren wir nicht allzu viel Zeit und gehen wir direkt an den Rechner. So, nachdem wir dann im Portal angekommen sind und uns erfolgreich angemeldet haben, landen wir wie immer erst einmal auf der Startseite und hier beschäftigen wir uns direkt mit der ersten Frage. Wie erstellt man einen Check mit Unterschriftsabfrage? Im Grunde eigentlich relativ einfach. Wir haben hier oben einmal den Neu-Button, mit dem wir immer einen neuen Check starten oder man startet direkt aus einer Vorlage raus. Ich klicke jetzt hier mal auf Neu und dann sind wir im Check-Erstellfenster. Hier haben wir links unser Baukastensystem, wo man jegliche Elemente findet. Hier sind sie sortiert, zum Beispiel nach Anfragen, ob man Informationen einholen möchte, die Formatierung. Was wir möchten eine Anfrage stellen zu einer Unterschrift, deswegen gucken wir hier und finden dort den PDF-Editor. Was machen wir jetzt damit? Wir können entweder uns den hier reinziehen in dieses Feld. Wenn ich den jetzt loslasse, ist der direkt mit drin oder ich kann noch einfach draufklicken. Dann wird mir ein Check erstellt mit dem Element PDF-Editor. Damit haben wir die Frage, wo man diesen PDF-Editor findet, auch schon beantwortet. Kommen wir direkt zur Frage Nummer 3. Wie kann ich einen Antrag hochladen und diesen mit einer Unterschrift versehen? Das heißt, wir haben jetzt hier einmal den PDF-Editor. Sie sehen, das Ganze leuchtet noch rot und hier unten steht zum Beispiel noch, was ich jetzt als nächstes machen muss. Bitte laden Sie ein PDF-Dokument hoch. Das Ganze mache ich jetzt auch einmal. Ich habe mir hier einmal einen Makler-Mustervertrag von der IHK gezogen. Sie sehen dann einmal, das Ganze wird auf unsere Server geladen. Das geht in Sekunden. Das ist auch egal, ob Sie dann 30, 60, 90 Seiten PDF haben. Das ist alles wirklich kein Problem. Also, ich habe meine Datei hochgeladen. Die wird bei uns auf den Servern einmal auch ebenfalls hochgeladen und mir dann hier angezeigt. Jetzt weiß ich, dass hier ganz am Ende die Unterschriftenfelder sind. Hier. So, Sie wissen jetzt, wie Sie die Datei hochladen. Kommen wir zum zweiten Teil der Frage. Wie setze ich jetzt ein Unterschriftfenster? Wenn wir hier unten angekommen sind, haben wir einmal ganz typisch, dass man den Ort und das Datum einmal vom Makler selber und Ort und Datum vom Kunden braucht. Ich habe hier unten einmal eine Unterschrift und ein Datumsfenster. Wenn Sie jetzt zuerst das Datumsfenster reinziehen, werden Sie darauf hingewiesen, bitte verwenden Sie zunächst ein Unterschriftsfeld, weil man immer eine Unterschrift und dieser wird dann ein Datum gegeben. Das heißt, ich nehme jetzt das Unterschriftfeld, ziehe das wirklich einfach hier rein. Ich persönlich bin jetzt immer Fan davon, das auch grob dem Dokument anzupassen. Und hier kann ich jetzt schon auswählen, soll der Empfänger dieses Checks unterschreiben oder soll dort meine Unterschrift hin? Auf der Seite stand jetzt Makler, dementsprechend sage ich meine Unterschrift. Ich habe jetzt hier einfach mal was reingekrickelt und jetzt kriege ich noch eine Frage gestellt. Soll diese direkt gesetzt werden? Das heißt, dass ein unterschriebenes PDF rausgeht von meiner Seite aus und mein Kunde es nur noch unterschreiben muss? Oder möchte ich dem Kunden erstmal das Blanko rausschicken, er soll es unterschreiben und wenn es bei mir ankommt, kann ich dann immer noch mal meine Unterschrift setzen. Diese beiden Möglichkeiten haben Sie hier. Was ich jetzt unten noch einmal sehe, das aktuelle Sicherheitsniveau dieser Unterschrift ist die einfache elektronische Signatur. In dem Fall sage ich jetzt einmal übernehmen. Das heißt, hier steht jetzt auch mein Name, da kommt meine Unterschrift rein. Ich werde dem Ganzen auch noch das Datumfenster ergänzen. Das packe ich jetzt der Einfachheit halber einfach mal hier hin. So, kommen wir zur Unterschrift Ihres Kunden. Sie machen genau dasselbe. Ein Unterschriftfenster reinziehen, das ein bisschen anpassen. Und jetzt wählen wir nämlich aus, der Empfänger soll bitte unterschreiben. Das heißt, ich wähle diesen aus und sage, ja, der Empfänger, der diesen Check bekommt, der soll hier bitte unterschreiben. Jetzt mache ich wieder dasselbe. Ich ziehe das Datumfenster hier rein. Und jetzt kommt nämlich die Sache. Wir haben ja 2 Unterschriftsfenster. Dieses Datum, auf welches Unterschriftfeld bezieht sich das jetzt genau? Denn das Datum wird automatisch ergänzt in dem Moment, wo derjenige die Unterschrift gibt. Das heißt, ich sage jetzt, das Datumsfeld bezieht sich auf die Unterschrift Nummer 2. Hinzufügen, Sie sehen hier oben nochmal die kleinen Zahlen, hier die 1, da die 2. Zack. So. Und so haben Sie das PDF sowohl jetzt mit Ihrer Unterschrift entweder sofort gesetzt oder die Option, sie nachträglich zu setzen. Und einmal mit der Bitte des Check-Empfängers, dies zu unterschreiben, haben Sie fertiggestellt. Ich
Ich gehe jetzt hier noch einmal innerhalb des PDF-Editors aufs Vorschau, um das Ganze zu prüfen. Scroll ganz nach unten und sehe, ja, hier soll ein Unterschriftfenster und auch hier soll ein Unterschriftfenster gesetzt werden. Beziehungsweise dort ist ein Unterschriftfenster und es soll eine Unterschrift gesetzt werden. Jetzt kann ich hier erstmal auf Fertig klicken. Dann sagt der PDF-Editor mir noch, dass es fehlt noch was. Ich muss noch eine Überschrift eingeben. Ich nenne das Ganze jetzt mal Maklermandat. Nun ist das Feld grün geworden. Sie haben alles ausgefüllt, keine offenen Fragen. Sie könnten diesen Check jetzt absenden. Ich gucke noch einmal in die Vorschau rein, damit ich einmal sehe, wie würde das Ganze denn ganz konkret bei meinem Kunden jetzt ausschauen. Das heißt, hier steht einmal: Sehr geehrte Damen und Herren, bitte machen Sie die folgenden Angaben und klicken Sie anschließend auf Absenden. Viele Grüße, Tim van Wetering. Er weiß direkt über die Überschrift, es handelt sich über ein Maklermandat. Dann kann er auf Jetzt unterschreiben klicken. An seinem Handy öffnet sich dasselbe Dokument. Er kann direkt am Handy theoretisch unterschreiben, Ihnen die Sachen zurückschicken und Sie finden Ihre Antwort strukturiert im Postkasten. Kommen wir zur vierten und letzten Frage, nämlich: Wie kann ich in einem PDF verschiedene Unterschriftsempfänger setzen? Das Ganze funktioniert relativ simpel. Wir haben dort 3 kleine Wege für Sie. Im Grunde bleibt erstmal alles so, wie wir es bisher gemacht haben. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal auf Felder anpassen. Wir nehmen unser Dokument, wir ziehen es unter unsere Unterschrift rein, das Datumsfeld, wir ziehen die vom Kunden rein, das Datumsfeld. Jetzt tun wir einfach mal so, als wäre dort noch ein Unterschriftfeld für den Lebensgefährten oder die Lebensgefährtin des Empfängers. Das heißt, ich nehme noch eine Unterschrift mit rein. Zack. Jetzt kann ich den Empfänger auswählen und habe hier die Möglichkeit zu sagen, bitte nicht der Check-Empfänger soll unterschreiben, sondern ein externer Empfänger. Das heißt, ich klicke hier drauf und dann habe ich 2 Möglichkeiten. Ich könnte erst einmal, wenn ich die Daten selber habe, hier den Empfänger einfach suchen mit Vor- und Nachnamen aus meiner hinterlegten Kundendatenbank. Ich könnte aber auch sagen, den Empfänger jetzt hinzufügen. Das bedingt nur, dass ich die Information bereits habe. Falls ich die nicht habe, könnte ich Folgendes machen. Ich klicke jetzt hier erst einmal auf Fertig. Dem PDF-Editor schalte ich noch ein Kontaktanfrage-Element vor. Ich nehme das, ziehe das hier oben rein. Dann sage ich einmal, ich hätte gerne die Kontaktdaten Ihrer Frau. Was brauche ich? Ich brauche die Anrede, den Vornamen, den Nachnamen, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Das heißt, ich habe jetzt ein Kontaktfeld ergänzt und wenn ich jetzt nochmal auf Felder anpassen klicke, ganz nach unten gehe, mir die 3. Unterschrift nehme, sage, es soll ein Empfänger sein, nicht ich, und es soll ein externer Empfänger sein, dann habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, bitte nimm die Informationen, die du gerade eben im ersten Kontaktfeld vom Kunden bekommen hast. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, alles klar, bitte verknüpfe dieses Kontaktfeld mit dieser Unterschrift. Ich sage Übernehmen, ich sage Fertig und somit habe ich, indem ich dem Ganzen noch eine Kontaktanfrage vorgeschaltet habe, die Möglichkeit, dem Kunden die Daten ausfüllen zu lassen und diese Daten direkt zu nutzen, um den Check weiterzuschicken. Ich hoffe, diese Antworten unterstützen Sie optimal bei Ihrer Arbeit mit FlixCheck. Wir freuen uns darauf, Sie auch in Zukunft begleiten zu dürfen und dabei zu helfen, Ihre Kundenkommunikation zu digitalisieren und auf ein neues Level zu heben. Wenn Sie noch weitere Fragen rund um das heutige Thema oder auch zu einem ganz anderen Thema rund um FlixCheck haben, können Sie gerne auch diese Fragen in die Kommentare schreiben und wenn sich da eine kleine Anzahl angesammelt hat, werde ich diese in einem neuen Video beantworten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich Sie einmal bitten, unten kostenlos auf Abonnieren zu klicken und wenn Sie möchten, doch vielleicht einen Daumen nach oben dazu lassen. Mir bleibt jetzt nichts weiter übrig, als mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.